Das habe ich nicht gemacht. Hey. Das ist kritisiert worden. Ich habe einen Film gemacht. Ich weiss. Ich weiss. Was soll ich machen? Nein, egal. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen Kollegen bedanken, dass sie einfach immer an mich denken und mir hier einen kleinen Glücksbringer geschenkt haben und sogar noch an die Kohlenhydrate gedacht haben. Hey Jungs, merci vielmals für euren Glücksbringer. An dieser Stelle möchte ich noch schnell eine Frage aufgreifen, und zwar von Luki. Er hat unter dem Laktattest-Video im Laufen ein paar Fragen gestellt, wo ich ebenfalls Schwimmtraining gemacht habe. Und zwar hat er gefragt, ja, was die ganzen Zahlen bedeuten im Schwimmsport. Also 200, 400, 800 sind einfach die Distanzen, also 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter, die ich dann absolviere. 200, 400, 800 Pace. Wenn ich zum Beispiel 50er absolviere in 800 Pace, dann muss ich die 50er in der Pace, wo ich 800 Meter insgesamt anvisieren, absolvieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache 4x100 Abgang 1,30, dann schwimme ich 4x100 Kraul zum Beispiel und muss die 4x100 auf die 1,30 starten. Das heisst, ich muss 100 Meter auf 1,30 Abgang starten. Ich muss also unter 1,30 schwimmen, damit ich auf 1 Minute 30 kann starten. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlicher und jetzt geht es weiter mit dem Video. Nicht so lange, hä? Sag heute auf YouTube. Hello friends! Power Baby, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sind wir am Velorennen Hindelbank. Ist das zweite für mich. Letzte Woche am Sonntag bin ich schon gefahren. Es wird ein sehr gutes Rennen, ca. 80 km, 2 Stunden plus minus. Ich bin jetzt am Einfahren, ca. 1 Stunde bis zum Start. Ich fahre jetzt wirklich ziemlich locker ein, so 30, 45 Minuten. Es ist ein Trainingsrennen. Ich habe eine sehr harte Woche hinter mir jetzt. Wie gesagt, es ist Sonntag und jetzt bin ich absolut bereit, hier noch einmal alles rauszuholen. Ich freue mich sehr, weil im Training geht es selten, dass man mal all out gehen kann. Und jetzt im Wettkampf, in so einem Velorennen, ist das natürlich sehr cool. Ja, 5 Runden. Mal schauen, was da geht. Mal schauen, wie schnell die anderen sind. Aber ich bin absolut da und bereit zum Leiden, zum Kämpfen. Und alles da zu lassen, was ich habe. Jetzt noch einfahren und dann geht es nachher los. Also liebe Leute, ich bin jetzt fast fertig mit dem Einfahren. Es ist glaube ich 12:35 Uhr. Also noch 25 Minuten bis zum Start. Jetzt werden noch die letzten Kohlenhydrate genommen vor dem Rennen und dann geht es dann los. So liebe Leute, ich bin mittlerweile wieder daheim. Ich habe gegessen, bin von Hindubank, sorry, noch heimgefahren. Mein Handy funktioniert nicht mehr so gut. Und ja, ich erzähle euch jetzt gerne ein bisschen von meinem Velorennen, wie alles abgelaufen ist und zeige nachher auch ein bisschen meine Daten sicher noch.
Also es ist ziemlich schnell losgegangen, weil wir in einem Abstand zu der vordersten Gruppe von 1 Minute gestartet sind. Und dann hat es natürlich Leute gegeben von unserer Gruppe. Wir sind ca. 50 Leute, glaube ich, ungefähr oder so in meiner Gruppe. Vorher dran sind etwa 50 schon ab. Die wollten dann das Loch zufahren und die erste Linkskurve ist eine Kurve, wo dann halt das Feld extrem lang zieht. Das heisst, ich war ziemlich weit hinten in meiner Gruppe und das war nicht so gut aufgrund des Handurdeleffekts. Ich habe dann auch ein bisschen geschlafen, muss ich sagen. Das hat es dann sehr hart gemacht. Also die erste Runde ist mit der letzten fast die härteste gewesen. Eben nachher die zweite, dritte und vierte Runde sind grundsätzlich eigentlich relativ easy gewesen. Also nicht easy, schon nicht, aber ich bin nicht am Limit gewesen. Ausser ab und zu hat es dann immer, nicht ab und zu, sondern die ganze Zeit Attacken gegeben, jeden Anstieg und so. Einfach, dass das ganze Feld halt müde wird. Aber mit dem habe ich gerechnet und es hat auch wirklich super viel Spaß gemacht. Wirklich als Limit bin ich dann in der letzten Runde gekommen, weil es sind ca. 4 Leute vorausgefahren, direkt eigentlich anfangs von der 5. Runde. Und ich bin so im hinteren Drittel gewesen, Mitte von meinem Feld. Ich schätze mal etwa ein 30-40er Feld gewesen am Schluss noch. Und ich habe dann halt das gesehen, dass die weg sind und habe die Lücke einfach unbedingt vorher schliessen, weil ich wusste, dass dort recht starke Leute drunter sind. Und habe das auch geschafft, bin vorher gefahren, ca. 20 Sekunden hat das gedauert, 10 bis 20 Sekunden um das herum. Ist sehr hart gewesen, nachher ist gerade drüber attackiert worden und ich bin dann eigentlich immer in den ersten 5 gewesen, bis kurz vor der letzten Kurve, wo es in den Schlusssprint gegangen ist. Dort ist es relativ gefährlich geworden. Es war sehr eng gewesen. Wir sind etwa mit 60, 70 in die Kurve rein. Und habe am Schluss auf dem 9. Platz, wenn ich mich richtig erinnere, das Rennen beendet im Sprint. Von dem her bin ich wirklich sehr zufrieden und jetzt gehen wir gerade noch schnell in die Daten rein. Also, die erste Runde, wie gesagt, war schon sehr hart gewesen. Die hat ca. etwas mehr als 18 Minuten gedauert. Watt, Durchschnitt 291 Watt, Max 1083 Watt und Normalized 386 Watt. Das war die erste Runde. Nachher ist es, wie gesagt, eigentlich relativ ruhig weitergegangen. Natürlich hat es immer Attacken gegeben. Aber jetzt kommen wir zur letzten Runde, wo ich dort das Loch zufahren musste. Die letzte Runde bin ich bei 346 Watt im Schnitt und 396 Watt Normalized und maximal knapp 1200 Watt. Wie gesagt, das war etwa die härteste Runde nach 1,5 Stunden Belastung. Also ist wirklich tipptopp. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das Feldfahren wird immer besser, das hat dort wirklich auch sehr gut funktioniert. Von der Fitness her stimmt es auch, die Form ist gut, es widerspiegelt meine Arbeit, die ich tagtäglich mache. Und ja, auch mein Instinkt stimmt, also ich habe zur richtigen Zeit, wie auch letzte Woche schon, als ich das erste Mal hier zur Hindelbank gefahren bin, zur richtigen Zeit können attackieren und es hat gestimmt. Und ja, heute konnte ich eben zu der Vordergruppe aufschliessen und mich dann halt sehr gut positionieren für den Sprint. Also ja, eigentlich wirklich sehr gut gewesen. Und ich bin zufrieden. Es geht aber natürlich weiter. Wenn ihr nichts verpasst auf meinem Kanal, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Der nächste Wettkampf, der ansteht, ist mein erster Triathlon von dieser Saison. National League Rennen in Wallisellen. Das wird gut. Und in dem Sinn, wie immer, daran denken, schön sexy bleiben. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Adios, amigos.